Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde pures altes JavaScript. Okay, so alt ist es eigentlich nicht. Wir reden hier immerhin von ES6 und ja, die neuesten Features sozusagen, die wir hier uns angucken wollen. Und zwar geht es dieses Mal um Generatoren und das Schlüsselwort Yield. Yield hat eine ganz besondere Bedeutung, werden wir uns gleich noch angucken. Generatoren sind, oder das gehört beides eigentlich auch zusammen. Generatoren sind sehr, sehr cool, wenn es um unendliche Listen geht sozusagen, also unendlich viele Werte. Wir wollen zum Beispiel eine unendliche Reihe berechnen und wir können das auch, aber wir wollen natürlich oder wir können nicht unendlich viele Werte verarbeiten. Und dafür sind Generatoren super gut. Also stellt euch zum Beispiel am besten mal einfach Primzahlen vor. Wir können unendlich viele davon berechnen, beziehungsweise ja, wir können zumindest unendlich viele davon generieren. Rein theoretisch jetzt mal, aber wir haben natürlich nicht die Laufzeit, um unendlich viele Primzahlen zu berechnen, denn es gibt unendlich viele davon, also würde unser Programm auch unendlich lange laufen. Und das versuchen Generatoren hier zu lösen. Das heißt, wir fordern immer nur die an, die wir gerade wirklich auch brauchen, haben aber eine Berechnungsvorschrift für unendlich viele davon. Das hört sich mega verwirrend an. Wir schauen uns das Ganze am besten mal an einem praktischen Beispiel an. Und ja, ich werde das Ganze jetzt nicht irgendwie mit Primzahlen oder sowas machen, sonst muss ich da so in die Tiefe gehen, was da überhaupt gerade passiert und warum diese Berechnungsvorschrift jetzt so ist. Wir werden das Ganze sehr, sehr einfach halten. Und zwar, wir definieren uns hier eine Function. Achtung, ein Stern hinter dieser Funktion deutet an, dass es ein Generator ist. Und wir nennen diese Funktion natürlich wieder mal foo. Braucht kein Parameter, rein gar nichts und jetzt einfach geschweifte Klammern und gut ist. So, und jetzt schreiben wir hier ein Yield rein. Yield, zum Beispiel hello. Ups, das Semikolon soll natürlich hinten dran. Und anschließend sagen wir Yield World. Achtung, dieses Unterkringelte hier, das ist die Fehlermeldung, dass Generatoren aktuell nicht unterstützt werden bei der JavaScript-Version, weil ich hier in dem Compiler nicht ES6 angegeben habe. Also ES6, ECMAScript 6, das ist die aktuelle Version. Es gibt natürlich auch ECMAScript 5 und natürlich die ganzen Versionen davor auch alle. Und die werden überall schon unterstützt. ECMAScript 6 ist halt noch nicht überall unterstützt, aber in den meisten gängigen Browsern, also Firefox, Chrome, da läuft das Ganze eigentlich ziemlich gut. Und deswegen ja, verursacht dieses Ding hier einen Fehler, aber es ist eigentlich gar keiner. Ups, World schreibt man natürlich anders. So. Okay, so und ihr seht, was das Ganze jetzt tut. Das ist jetzt erstmal eine Funktion und Yield hat hier einen ähnlichen Stellenwert wie jetzt zum Beispiel ein Return. Aber wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Ich rufe jetzt hier einfach mal einen ganz normalen Alert auf, das heißt window.alert. Und wir rufen jetzt hier unseren Generator einfach mal auf. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber man muss den Generator als Funktion speichern und der hat noch ein bisschen mehr. Und zwar brauchen wir hier um diesen Generator, also das hier ist eine Funktion, der Sternchen sagt, es ist eine Generatorfunktion. Zu dem Yield komme ich gleich. Sehen wir an einem praktischen Beispiel. Im Endeffekt steht hier jetzt aktuell nur Hello World. Wie das genau funktioniert, sehen wir gleich. Und jetzt nenne ich das einfach Generator und sage ist gleich foo. Achtung, ich brauche hier auch die Klammern. Das heißt, ich führe diesen Generator sogar schon einmal aus, wenn man es genau nimmt. Also wenn wir jetzt sagen, das ist eine Funktion, dann ist gen jetzt hier das Ergebnis von dem Ausführen dieser Funktion. Und das ist jetzt erstmal ein bisschen verwirrend. Jetzt holen wir uns aber hier in diesem Alert Folgendes. Und zwar sagen wir hier gen, das ist unser Generator, den wir hier reingespeichert haben, Punkt next, Klammer, Klammer, Punkt Value wollen wir ausgeben, weil Value ist natürlich immer das, was hier rauskommt, werden wir gleich sehen. So, und das ist jetzt erstmal ein bisschen verwirrend. Wir werden aber gleich nochmal genau durchgehen. Was jetzt hier gerade passiert, ist Folgendes. Ich habe hier mal die Seite offen, Hello, und dann klicke ich auf OK und dann passiert erstmal gar nichts mehr. Warum passiert nichts mehr? Naja, was ist denn mit dem World hier passiert? Okay. Ich zeige euch jetzt gleich noch ganz kurz, was passiert, wenn wir genau dasselbe nochmal aufrufen. Achtung, genau dasselbe. Ich ändere nichts dran. Ich sage jetzt hier auch nicht irgendwie nochmal next oder sowas. Also next, next. Nein, ich mache gar nichts dran, sondern es ist einfach genau derselbe Wert. Achtung, einmal wird Hello ausgegeben, einmal wird World ausgegeben. So, jetzt, was ist hier passiert? Okay, also, dieser Generator hier oder diese Variable, die ruft erstmal diese Funktion sozusagen auf. Das heißt, es wird der Code ausgeführt also diese 3 Punkte werden ausgeführt, bis wir ein Yield finden. Und dieses Yield ist sozusagen unser erstes Return. Okay?
Also das hier ist ein Return sozusagen, das heißt, wir kriegen aber nur über Next, also wir gehen quasi mit unserem Generator bis zu dem nächsten Yield, deswegen dieses Next hier, so könnt ihr euch das vorstellen, bis zum nächsten Mal auftreten dieses Schlüsselworts hier und geben dann mit Punkt Value das aus, was dieses Yield zurückgegeben hat, offiziell. So, und dann sind wir hier hinten dran. Also ich mache jetzt hier gerade mal ganz kurz Punkte rein. Das ist natürlich kein echter Code, sondern Bullshit. Okay, dieses Punkt Next hier lässt uns bis hierher laufen. Also diese 3 Punkte durchlaufen und geht dann eben in dieses Yield rein. Und dieses Yield hat sozusagen ähnlichen Charakter wie Return. Das heißt, wir kriegen ein Hello zurück. Punkt Value wiederum liefert uns den Inhalt von dem Yield, das heißt das, was wirklich auch zurückgegeben wurde. Dann gehen wir hier, also das ist der erste Alert, deswegen kommt da Hello raus. Dann gehen wir hier mit Punkt Next, gehen wir wieder weiter bis zum nächsten Yield, also wir gehen diese 3 Punkte entlang und gehen dann hier in dieses Yield World rein. Und da steht wieder ein Punkt Value, das heißt, wir wollen hier wieder ausgeben, was von Yield ausgegeben wurde, also sozusagen was von Yield ausgegeben wurde. Wichtig ist jetzt hier, dass wir mit dem Gen.Next nicht vorne anfangen beim Ausführen der Funktion, sondern wir fangen da wieder an, wo wir aufgehört haben. Das heißt, der Generator merkt sich, wo wir gerade waren, nämlich hier hinten dran, also nachdem wir Hello ausgegeben haben, waren wir direkt hier hinten dran und fangen ab da dann weiter an zu suchen nach dem nächsten Yield. Und das nächste Yield ist natürlich das hier. Und das gibt dann natürlich World aus. Und das heißt, wir gehen hier quasi den Generator zwar von oben nach unten durch, aber wenn wir einmal zurückgehen mit einem Return sozusagen, mit dem Yield, das eigentlich aussieht wie ein Return, es ist auch ein Return, aber es geht danach eben direkt hinten dran weiter und nicht wieder von vorne. Das heißt, die Funktion wird nur ein einziges Mal von vorne ausgeführt, nämlich hier. Und alle anderen werden nach den jeweiligen Yields weiter ausgeführt. Und das ist sozusagen der große Charakter von Generatoren. Und da braucht man natürlich dann auch dringend ein Yield dafür, denn ansonsten macht das Ganze natürlich überhaupt keinen Sinn. So, jetzt macht das natürlich in dem Fall auch relativ wenig so Sinn, denn Yield Hello und Yield World, naja, hätte man auch einfach Hello World schreiben können. Macht jetzt nicht wirklich viel Spaß. Stellt euch jetzt aber einfach mal Folgendes vor. Wir haben zum Beispiel die Berechnung von der Eulerschen Zahl klein e. Das ist jetzt ein relativ mathematisches Beispiel, benutzt aber eine unendliche Liste und je länger wir das Ding laufen lassen, desto genauer wird das e. Das heißt, wir können es sozusagen unendlich lange laufen lassen, dann haben wir das perfekte e gefunden. Ihr wisst hoffentlich, klein e ist eine krumme Zahl und deswegen, ja, es lässt sich, wie gesagt, absolut nicht einfach so berechnen, sondern es ist unendlich lange. Und je länger wir jetzt unsere Funktion laufen lassen sozusagen, desto besser funktioniert das Ganze. Das heißt, wir können das natürlich auch mit einem Generator machen. Wir können hier sagen, okay, ist jetzt aber auch nur ein Beispiel, wir können hier e zum Beispiel berechnen, var e ist gleich 1. So, da fängt man an tatsächlich, ist wirklich so. Und dann gibt man auch schon wieder das Ding zurück sozusagen. Das heißt, wir geben e erstmal zurück. Okay, jetzt wollen wir aber natürlich hier ein bisschen weitergehen. Und wir können hier jetzt einfach hergehen und, wo ist mein, jetzt weiß ich, was passiert ist. Okay, while true. So, und jetzt haben wir eigentlich das, was wir so nicht machen sollten, theoretisch zumindest. Praktisch macht das bei einem Generator super viel Sinn, so eine while true Schleife zu haben. Okay, das heißt, wir geben jetzt hier e zurück. Naja, was wollen wir danach machen? Wir wollen e nochmal berechnen oder ein bisschen genauer berechnen. Die Berechnungsvorschrift ist tatsächlich, dass wir, also ich schreibe mal ganz kurz hier die Berechnungsvorschrift rein, e gleich 1 plus 1 durch 1 durch 1 plus 1 durch 2 plus und so weiter und so fort plus 1 durch n. So wäre die echte Berechnungsvorschrift. Nee, stimmt nicht. Da fehlt eine Fakultät hinten dran. Es geht folgendermaßen. Wir haben erst 1, dann 1 mal 1, dann offiziell hier sogar 1 mal 2, 1 mal 2 mal 3, 1 mal 2 mal 3 mal 4 und so weiter und so fort. So funktioniert es in etwa. Das heißt, wir müssen hier oben... Was ist jetzt passiert? Nein, das war nicht der Sinn. Das heißt, wir müssen hier oben jetzt noch ein bisschen was ändern. Und zwar sagen wir hier, war Zähler oder sowas, ist gleich 1. Dann ist e hier offensichtlich gleich e plus den Teil hier hinten.
weil es wird ja immer was Neues drauf addiert. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel e als e plus dann den nächsten Teil, also in unserem ersten Fall jetzt hier 1 durch 1, was wiederum hier einfach als 1 durch den Zähler funktioniert hier. Zähler. So, und jetzt müssen wir aber den Zähler auch noch verändern, denn der Zähler ist ja hier jetzt dann 1 mal 2 für das nächste Mal. Also müssen wir hier sagen, der Zähler bitte auf ist gleich Zähler mal. So, und jetzt sehen wir hier, wir brauchen plötzlich einen weiteren Zähler, der einfach nur immer um 1 hochgeht. Also brauchen wir jetzt hier var Zähler 2 ist gleich auch 1 am Anfang. Nein, stimmt nicht. Am Anfang, wenn wir das so machen, müsste der 2 sein. Dann haben wir hier mal Zähler 2. Und der Zähler 2 muss dann natürlich gleich Zähler 2 plus 1 sein. So, und jetzt haben wir sozusagen unser e hier berechnet. Und dieses e wird aber in jedem Schritt noch mal ein Stückchen feiner. Was wir noch machen müssen, ist hier unten dieses Ding hier ein bisschen zu ergänzen. Das bedeutet, wir müssen natürlich hier nicht nur 2 Werte ausgeben, sondern mehr als 2 Werte ausgeben. Im Endeffekt können wir hier auch while true schreiben. Dann werden wir natürlich sehr exakt irgendwann. Aber ich mache jetzt hier einfach mal, was mache ich denn hier? Ach, wir machen einfach while true. Warum eigentlich nicht? So, und dann wollen wir das Ganze ausprobieren. Und zwar, indem wir hier wieder mal das scan next schreiben. Das heißt, wir wollen ein Window, eigentlich hätte ich das stehen lassen können, ne? Window.alert again.next.value. Gleich noch eine kurze Sache zu Value. Da gibt es auch noch eine weitere Funktion, deswegen muss man extra .value schreiben, und zwar .done. Dann gibt euch aus, ob diese Funktion hier irgendwann mal fertig ist. Das heißt, ob sie unten angekommen ist. Bei einer while true wird natürlich dann immer false sein. Aber bei unserem letzten Beispiel, wo wir einfach yield hello und yield world hatten, wäre bei yield hello dann auf false gewesen und bei yield world wäre dann auf true gewesen, weil es das letzte yield in eurem Code drin war. Okay, das nur soweit. Das dann ist auch nicht wirklich so wichtig, muss ich sagen. Ich finde das Value natürlich deutlich wichtiger. So, und jetzt gucken wir einfach mal, was hier passiert. So, wir sehen, die Seite lädt natürlich unendlich lange, weil wir das Ganze hier als als ein JavaScript gemacht haben mit einem while true. Das passiert dann natürlich, da wird die Seite niemals fertig mitladen, aber trotzdem ist es interessant. So, ihr wisst hoffentlich, dass Euler ungefähr 2,7 ist. Weiter weiß ich es tatsächlich auch nicht auswendig, müsste ich nachgucken. Aber wir sind jetzt hier bei 1. Warum sind wir hier bei 1? Naja, gehen wir nochmal kurz zurück in unseren Code. Das hier. Und zwar, wir haben hier, erstmal natürlich 1 ausgegeben, weil e gleich 1. Und dann erst berechnen wir den zweiten Schritt, also 1 plus 1 durch 1, was 2 wäre. Dann berechnen wir 1 plus 1 durch 1 plus 1 durch 2, was 2,5 wäre und so weiter und so fort. Gucken wir also einfach mal weiter. Also 2,5, wie gesagt, 2, Periode 6, wobei hier abgerundet wurde. Wow, okay, 2,70833, 2,1 Periode 6, 2,7180555 und so weiter und so fort. Und je häufiger ich hier jetzt klicke, ihr seht, es ändert sich nur noch sehr wenig ganz hinten mal. Und jetzt bleibt die Zahl sogar eigentlich konstant. Das heißt, man kann jetzt hier sogar ein Abbruchkriterium reinmachen. Gut, okay, aber das wäre jetzt was anderes. Das kann man mit einer normalen Funktion auch machen. Ich wollte euch im Endeffekt nur zeigen, wie man Yield zum Beispiel verwenden könnte. Noch ein sinnvolleres Beispiel wäre hier vielleicht Primzahlen oder sowas, denn da ist wirklich jeder Wert interessant. Bei dem war jetzt natürlich nicht unbedingt jeder Wert interessant, aber ich wollte mal was anderes machen wie Primzahlen, weil das mache ich irgendwie jedes Mal, wenn es um Generatoren geht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ja, lasst mir einen Daumen da. Falls nein, schreibt bitte auch einen Kommentar dazu, wenn ihr den Daumen nach unten macht, damit ich was damit anfangen kann mit dem Feedback. Und dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Halleluja. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.